Am 28.11.2022 war ich Gast im Bujinkan Zanshinkan Dojo in Oelsnitz und trainierte hier im Rahmen meiner Nipuralf Dojo Tour eine Einheit mit. Ich bin Dirk und wenn euch interessiert, wie es dort im Training gewesen war, schaut euch das Video gern bis zum Schluss an. Ganz entspannt, ne? Ohne jegliche Kraft. Versucht nur aus eurer Bewegung heraus zu führen. Wo ich jetzt hin muss, das ist halt die Balance durch so eine Drehung. Okay. Bleib aus der Reichweite, doch raus, ja? Nicht hier hingehen. Schön raus. Und dann ist es eine Bewegung, jetzt mit Armen von dem Körper. Okay? Mach mal groß. Nur nach hinten, stoppen das Ganze. So versucht vorne ist das schwieriger, dann machen wir uns hier Platz. Ja. Und dann ist so. Komm mal. Das ist immer eine Bewegung, ne? Das ist immer in der Bewegung. Und es hört auch nicht auf, weil die Technik in Anführungsstrichen das Ende ist, es gibt kein Ende, wie man möchte. Ne? Nein. Was ihr daraus macht, ist ja auch meine Sache, ne? Welche Richtung gehe ich denn? Von ihm aus gesehen. Ich nach hinten. Ja? Gehe ich zur Seite. Oder gehe ich nach vorn. Ja? Je nachdem, wo ich hin möchte, kann ich ihn dann auch in Bewegung, wo auch mein Platz ist. Ne? Okay. Oh. An der Wand, aber ich komme halt nicht mal weg. Ne?
das nur im Prinzip. Ne? Okay. Ja. Nimm es auf, nimm die Energie mit. Ja. Jetzt sieht es also nur aus. Eigentlich ist der Schritt umgekehrt. Das geht natürlich aber auch. Also es ist ja auf dem Schachbretttext, dass das immer so anfangen muss, wie wir das wollen. Das ist ja auch dasselbe. Okay. Und das ist auch möglich. Okay. Was schön ist, das rausziehen. Ne? Also eigentlich ist es so, dass ich mit der gleichen Hand nach vorne gehe. Okay. Das ist überhaupt kein Problem, das ist immer Training für alle. Ne? Es ist tatsächlich, muss man sich auch mal wissen, dann wirklich dorthin stoßen. Und das ist wie bei dem stark aus der Tür Bereitschaft zu sterben. Ne? Also ich bin halt gut, ne? Eigentlich schon. Hau rein. So. Das heißt gut, das war bei mir. Okay. Ja, doch. Okay. Das ist eine dreidimensionale Angelegenheit. Ne? Also das ist, ich ziehe das, eine Dimension, jetzt kommt noch eine andere Dimension dazu, ne? Jetzt kommt noch eine Dimension dazu. Ja? Das ist eine Spirale. Okay, es geht nicht, dass ich versuche hier jetzt nach oben zu gehen, dass deine Schulter so fest. Ne? Und nur hier hin, das ist nichts werden. Wenn ich ziehe, schiebe, drehe. Da kann ich kurz verstehen. Und ich muss gar nicht kurz fassen, das ist keine Kraftangelegenheit. Chicken out is like a meal. Chicken out is like a meal. Das Training ging gut 1,5 Stunden und wurde lediglich durch eine kleine Trinkpause unterbrochen. Wie ihr sehen konntet, ist das Dojo nicht sehr groß, dennoch bot es allen Teilnehmern eigentlich genügend Platz und wir haben ja sogar mit dem Boot trainiert. Detaillierte Fakten zum Dojo und zum Training gibt es dann in Kürze auf meiner Website, inklusive des obligatorischen Interviews. Und hier wurde ein Punkt angesprochen, den ich sehr interessant fand, der mich sehr überrascht hat, weswegen ich am Ende nochmal explizit nachgefragt habe. Und ja, diesen einen Fakt möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, die wie ich kurz nach 1989 mit dem Training begonnen haben. Und ja, es bezieht sich auf die Hayes-Bücher, die vielen Älteren bekannt sind. Ich habe aber noch eine ganz konkrete Frage, weil du vorhin erzählt hast, ihr hattet schon diese INAC-Bücher zu DDR-Zeiten, ohne Stress. Ja. Oder hattet ihr irgendwie mal Stress bekommen? Oder Deswegen? Ja. Nee, tatsächlich, wir haben die ja dort gelassen. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, ein Buch habe ich mir von einer Brieffreundin schenken lassen. Ne? Das habe ich aber ganz gut gekriegt. Und dann habe ich halt die anderen von meiner Klassenkameradin dann gelesen und so. Das, erst nach der Wende habe ich eigentlich alle 4 Bücher erst kollektiert. Wie sagt man? Gesammelt. Ja, komplettieren können. Ne? Genau. Gelesen habe ich vorher noch von den Kaskadeuren. Da musste man es aber auch wie Gold behandeln. Ne? Also ganz vorsichtig umblättern und sowas. Das war ganz wichtig. Also dort habt ihr so bloß gesehen und habt genau. Okay. Teilweise vielleicht auch noch was abgeschrieben oder Übungen oder so. Da konnte die jetzt mal ein bisschen länger behalten vielleicht. Ja, weil es gibt eine kleine Episode von mir dazu. Meine damalige Freundin,
ist nämlich, wir haben in Leipzig auch eine riesen, also Leipzig ist ja so eine Buchstadt. Und da gibt es Franz-Merting-Bibliothek, gab es da, gleich direkt hier am Augustusplatz. Ja, ich weiß, das ist so ein riesen Glaspalast, so eine Glaskiste, ne? Und sie ist dorthin und hat nach diesen Büchern verlangt. Und da kamen dann von hinten 2 Herren raus und wollten wissen, was sie mit diesen Büchern möchte. Ah. Ja. So, wir hatten ja nun Stasi gleich um die Ecke dort in der Und deswegen hatte ich jetzt große Ohren gekriegt, ihr hattet also schon Zugang zu DDR-Zeiten, zu diesen Büchern. Aber wie gesagt, nur über die DEFA-Kaskadeure, weil die das durften. Na, die durften es. Und wir waren ja, der Ausbilder war ja der Ausbilder Polizei. Also das war schon wieder eine staatliche Angelegenheit. Ob der bei der Stasi war oder so, das weiß ich nicht. Na? Aber das war, der hat definitiv kein unbescholtener oder staatsfremder Bürger dort irgendwelche Leute mit Kampfsport ausgebildet. Ne? Also der war durchleuchtet ohne Ende oder war selber dabei. Na? Wir haben Karate irgendwo im Hintergrund. Ja, genau. Ja, das war ja alles inoffiziell und eigentlich verboten. Ne? Also der durfte das halt nur machen, weil er der Ausbilder war. Und wenn er das machen durfte als Ausbilder, war er halt entsprechend gebrieft wahrscheinlich. Ne? Ich hatte halt das Glück, ich wollte ganz normal 1,5 Jahre zur Armee gehen, hatte gar nichts mit dem Ding am Hut, konnte halt nur gut fallen. Und deswegen durfte ich da mitmachen. Wie gesagt, das komplette Interview und weitere Fakten zum Dojo dann demnächst auf meiner Website. Alexander Treuheit hat im Training auch noch so ein paar Erklärungen eingestreut, die den Rahmen dieses Videos gesprengt hätten, so dass ich mir überlegt habe, hierzu einen zweiten Teil hochzuladen, wo ich eben diese Erläuterungen nochmal zusammengefasst habe. Das Training in Oelsnitz war sehr interessant für mich und ich habe so feststellen müssen, dass ich im Taijutsu auch noch so die ein oder andere Baustelle habe. Wenn euch das Training interessiert, wenn ihr euch ein eigenes Bild von diesem Training machen möchtet, dann findet ihr einen Dojo-Eintrag auf meiner Website in der Dojo-Liste. Den Link hierzu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Auf einen wichtigen Aspekt, und den habe ich auch so schon von anderen Lehrern in anderen Dojos im Training gehört und unterstreiche das auch so, wies Alex im Training nochmal darauf hin. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nipo Ralf.